Jesus Christus ist der größte Heiler, der jemals auf diesem Planeten wandelte. Wir alle, heiligen, übernatürlichen Yogis, verneigen uns vor ihm in Ehrfurcht und Dankbarkeit. Ich möchte Alex Ottermann in der Sendung willkommen heißen. Wie geht es dir, Alex? Mir geht es wirklich gut. Alex, und wie geht es dir? Ich denke, du könntest der erste Alex in der Show sein, außer mir. Es waren bereits über 200, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du könntest der erste sein. Vielen Dank, dass du in der Show bist. Dein Lebensweg und deine Arbeit sind fantastisch und äußerst interessant. Es ist wirklich toll, dich hier zu haben. Du versuchst, die Welt zu heilen. Wir beide versuchen, die Welt auf sehr unterschiedliche, aber doch sehr ähnliche Weise zu heilen. Also meine erste Frage an dich ist, wie hast du deine spirituelle Reise begonnen? Oh mein Gott. Okay, wie viel Zeit haben wir? Schreibe eine Kurzfassung. Okay, also, ich war ein tiefer Skeptiker. Ich habe mich dagegen gesträubt, obwohl ich als Kind viele mystische Erfahrungen gemacht habe, die keinen Sinn ergaben. Und als Teenager, also ich hatte sozusagen einen Fuß in der Welt des Mystizismus, aber darüber sprach niemand. Und es gab keinen Ort, das einzuordnen. Also habe ich es einfach abgegrenzt und versucht, mich irgendwie anzupassen, wie alle anderen auch. Ich wollte nur ein normaler Teenager sein. Ja, keine Chance. Und dann war ich kein Suchender. Ich lebte im Bay-Gebiet in Kalifornien in den Santa Cruz Bergen und viele meiner Freunde waren es. Sie waren spirituelle Menschen. Das ist Kalifornien. Es liegt in der Luft und die Leute sagten Sachen wie: „Oh, dieser großartige spirituelle Lehrer kommt in die Buchhandlung. Willst du ihn dir anhören?“ Und ich so: „Nee, ich muss meine Haare waschen.“ So die ganze Nacht. Nein, ich habe nicht gesucht. Die Dinge kamen zu mir. Ich hatte über die großen Yogis gelesen. Ich hatte über die großen Heiligen gelesen und wusste, wer die Echten waren. Mir war bewusst, dass es viel Scharlatanerie im spirituellen Reich gab. Besonders unter Gurus, daher dachte ich, dass es nichts für mich war. Doch nachdem ich Yoganandas Autobiografie gelesen hatte, fühlte ich eine tiefe Verehrung für ihn und spürte sofort eine Verbindung zu ihm. Ich kannte TM mit Maharishi Mahesh Yogi. Diese Tür war für mich verschlossen, obwohl ich von TM-Leuten und Yogananda-Anhängern umgeben war. Ich dachte, seltsam. Aber gut, ich lebte mein Leben und dann fand ich einen spirituellen Mentor, der mir quasi in den Schoß fiel, ein niederländischer Yogi namens Jack Schwartz, der übernatürliche Fähigkeiten besaß und teilweise in Auschwitz zur Erleuchtung gelangte, wo er nicht als Jude interniert, sondern als junger Niederländer zur Zwangsarbeit gezwungen wurde. Als die Deutschen die Benelux-Länder überfielen, holten sie die jungen Männer für die Arbeitskräfte. Er besaß also enorme übernatürliche Fähigkeiten und war ein reines Liebeswesen. Aber ich habe nie nach ihm gesucht. Er wurde mir in den Schoß geworfen. Es war also eine Reihe, die ich würde sagen, das Göttliche hat sich verschworen, um mich aufzuwecken. Ich hatte eine Kollegin, die war. Ich arbeitete in der Computerspieleindustrie und sie war Reiki-Praktizierende. Sie brachte mich gegen meinen Willen zum Reiki. Oh, schau, ich ging zu ihrem Workshop, weil ich an diesem Wochenende sonst nichts vorhatte. Ehrlich gesagt, ich ging wirklich nur aus einer Laune heraus. Und als sie mit dem begann, was sie Einstimmung oder Initiation nennen, nun, rate mal, es ist echt. Ich sah Energie hereinströmen und war kurzzeitig außerhalb meines Körpers. Und ich dachte, ist das ein Scherz? Ist das wirklich wahr? Echt jetzt? Oh mein Gott. Bin ich jetzt automatisch ein Heiler geworden? Oder habe ich vielmehr eine Technik entdeckt, um meine angeborenen Heilfähigkeiten zu nutzen, von denen ich irgendwie wusste, dass sie existieren, aber denen ich nie wirklich Aufmerksamkeit geschenkt habe? Also es klingt so, als wäre das Thema, das ich hier herausnehme, dass du gezögert hast. Die ganze Zeit über, völlig sträubend und skeptisch, so lang wie der Tag. Wie auch immer, ich begann als Heiler zu arbeiten und widerwillig erkannte ich, dass ich dazu gekommen war, das zu tun, war auf einer Ebene ganz und gar nicht begeistert davon. Und je tiefer ich eintauchte, mit welchen zufälligen Werkzeugen ich auch hatte.
Reiki-Atemarbeit, improvisierte es nach Gefühl. Es geschahen unerklärliche Wunder, doch schien niemand eine Ahnung zu haben. In deinem Leben oder generell? Für die heilungssuchenden Klienten, die ich betreute. Verstanden. Es geschahen bemerkenswerte Dinge und definitiv in meinem Leben. Übernatürliche Dinge, wundersame Dinge und nichts davon ergab irgendeinen Sinn. Ich ging zu den Reiki-Leuten und fragte, wie es sein kann, dass ich Reiki für jemandes Knöchelschmerzen bei einem gebrochenen Knöchel anwende und der Knöchel immer noch schmerzt, aber ihr erstmals sich verbessert hat. Und sie würden diesen mystischen Blick aufsetzen und sagen, nun, die Energie kümmert sich um sich selbst. Ich dachte mir, okay, also wisst ihr es auch nicht wirklich. Also wurde ich Reiki-Meister, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und ich hatte immer noch keine Antworten. Das war der Stand im Herbst 1999, als ein Typ namens Jonathan Rosen in mein Leben trat. Bis dahin war ich so sensibel geworden und ich würde sagen, meine hellseherischen Fähigkeiten erweiterten sich, einfach durch das Arbeiten mit Energie und Heilung, dass ich aus irgendeinem seltsamen Grund erkennen konnte, ob jemand in Indien gewesen war, nur indem ich ihm in die Augen sah. Ich könnte Ihnen nicht sagen, warum. Ich war nie in Indien, aber ich konnte Indien in den Menschen sehen. Und dieser Kerl stand vor meiner Tür, nachdem er ein Schüler von Kalashwar hier gewesen war, der ein junger Wunderheiliger war. Ja. Jonathan war ungefähr 2 Jahre lang Schüler von Kalashwar und reiste hin und her, jeweils einen Monat in Indien und einen Monat in den USA. Er begann mir von Kalashwar zu erzählen, einem jungen Wunderheiligen, den er mit 24 Jahren kennengelernt hatte. Kalashwar hatte einen Kollegen von Jonathan, einen erfahrenen TM-Lehrer, von einem tödlichen Lymphom geheilt, was Jonathans Interesse weckte und ihn dazu brachte, bei ihm studieren zu wollen. Also höre ich von diesem jungen Löwen eines Heilmeisters und ich denke, Moment mal, das ist sehr interessant. Das ist nicht Meditieren um des Meditierens willen. Das ist nicht. Ich habe viel Zeit mit Buddhisten und vedischen Praktizierenden verbracht, die sehr ernsthaft waren. Viele Kriyabans aus der Yogananda-Tradition und Zen-Buddhisten, die sehr ernsthafte Meditierende waren. Sie würden sagen, sie können es kaum erwarten, erleuchtet zu werden, weil la la la. Doch was bedeutet Erleuchtung? Bei 100 Leuten erhält man 100 verschiedene Definitionen. Oft wird es mit einem glückseligen Gefühl in Verbindung gebracht, bei dem alle Probleme verschwinden. Vielleicht, aber für mich persönlich nicht interessiert. Zweitens, was machst du damit, wenn du es erreicht hast? Ich bin so unruhig. Da kommt Jonathan und erzählt von diesem Kalashwa-Typen, der innerhalb von, ich weiß nicht, 30 Sekunden hat er Asche im Mund seines Freundes manifestiert und auf das dritte Auge gelegt. Sein Freund hatte eine Prognose von nur 5 Wochen zu leben wegen eines terminalen Lymphoms, das einfach verschwand. Das ist sehr interessant. Ein Guru nutzt die meditative Energie, die er über unzählige Leben angesammelt hat, um Dinge für Menschen sehr schnell zu verändern. Wie macht er das? Das interessiert mich. Und so bin ich darauf gekommen. Und deshalb bin ich jetzt genau hier. Bist du dann nach Indien gegangen und hast dort Zeit verbracht? Oh, jede Menge Dinge. Ich muss sagen, es war ein echter Glaubenskampf für mich, weil ich so skeptisch war, wirklich zutiefst skeptisch. Hatten sie religiösen Hintergrund? Nein, überhaupt nicht. Ich wurde erzogen von, nein, das geht zu weit. Okay. Ich würde sagen, sehr zynisch. Ja, sehr herzzerbrochen. Verstanden. Im besten Fall ein Agnostiker. Ich wurde von einem Chirurgen aus einer Kleinstadt und einer Krankenschwester erzogen. Also war Wissenschaft das Gesetz des Hauses, was großartig ist. Gute Bildung und so weiter. Die verehrten Personen in meinem Zuhause waren Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. und Albert Schweitzer. Männer großen Glaubens, die als Aktivisten handelten. Meine Familie war also so. Wir waren linksorientiert, im System verankert, standen immer für den kleinen Mann ein. Und der Familienwitz war, dass ich durch verrückte Umstände in unserer kleinen Stadt 8 Jahre lang auf eine katholische Schule ging.
Ich dachte, ich sei der einzige Nicht-Katholik in der Geschichte dieser Schule. Also ging ich dreimal pro Woche zur Messe und begann beunruhigende, mystische Erfahrungen mit Jesus zu machen, ohne zu wissen, wohin damit, da ich nicht katholisch war. Also, wenn du von mystischen Erfahrungen sprichst, was meinst du genau damit? Oh Gott, Mann. Also eines der ersten Dinge, die in der katholischen Schule passierten, war, dass die Achtklässler jedes Jahr um die Osterzeit herum ein Passionsspiel aufführten, richtig? Die Passion Christi, die letzte Woche vor der Kreuzigung und Auferstehung. Und sie verwendeten Musik sowohl aus Godspell als auch aus Jesus Christ Superstar. Was bedeutete, dass da ein Achtklässler in einem Laken war, der an einem bestimmten Punkt ein Kreuz mit Griffen hochhielt. Weißt du, durchlebte das letzte Abendmahl und den Verrat im Garten und dann die Kreuzigung Christi. Und ich würde völlig ausflippen. Ich würde nicht einmal sagen, weinen, hysterisch schluchzen, zusammengekrümmt, Tränen überall, auch aus meiner Nase, außerstande zu atmen. Jedes Mal völlig durchgedreht. Und irgendwie liebte ich es und irgendwie war ich davon terrorisiert und ich konnte nicht verstehen, warum das so schmerzhaft, ekstatisch war. Jedes Mal ein totaler Zusammenbruch, wenn es passierte. Die anderen Kinder schauten mich an, als wäre ich nicht mal katholisch oder christlich. Also, das war verrückt. Dann mit 12 oder 13 war ich seit etwa 7 in der katholischen Schule. Wir gingen dreimal wöchentlich zur Messe in einer im 19. Jahrhundert im französischen Architekturstil erbauten katholischen Kirche. Ich stamme aus dem ländlichen Missouri, das von den Franzosen besiedelt wurde, ebenso wie die Seite des Mississippi. Die französischen Händler fuhren den Fluss auf und ab. Alles war aus weißem Marmor und einfach erhaben. Oh mein Gott. Direkt über der ersten Kirchenbankreihe befand sich ein riesiges Kruzifix, an dem Christus riesig am Kreuz dargestellt war. Ich starrte ihn an, war außer mir. Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Ich muss es wissen. Und ich war so aufgebracht, weil ich wusste, dass er historisch existiert hatte. Daran zweifelte ich nicht. Ich wusste, dass er dies geschehen lassen hatte. Das wusste ich. Aber warum? Denn ihre Erklärung war nicht überzeugend. Ich wusste, da steckte mehr dahinter. Das wusste ich. Dann war ich wie. Ich erinnere mich, wie ich mich in eine absolute Raserei der Aufregung hineingesteigert habe, weil er nicht antwortete und ich wusste, dass darin eine Kraft lag und ich konnte es einfach nicht verstehen. Und ich warf mich in meinen Gedanken auf Jesus, so nach dem Motto, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Warum antwortest du nicht? Weißt du was? Und weint und wütend und also bin ich ungefähr vielleicht 13, denke ich. In meinem zweiten Jahr auf der weiterführenden Schule wurde ich beschleunigt. Ich war also so 2 Klassenstufen über meinem eigentlichen Jahrgang in manchen Dingen. Aber wie auch immer, das wir waren in einer Religionsklasse, die von einem Priester unterrichtet wurde, der einen Master in dogmatischer Theologie vom Priesterseminar hatte. Wusste gar nicht, dass man einen Abschluss in dogmatischer Theologie machen kann, aber da waren wir. Und er unterrichtete uns anhand seiner Masterunterlagen über die 4 Hauptevangelien des Neuen Testaments der Bibel. Es war großartig. Gutes Studium. Also ich sitze da mit der Bibel aufgeschlagen bei einer der Schilderungen nach der Kreuzigung, als Maria Magdalena Jesus im Garten sieht. Genau. Nach der Kreuzigung, sie ist die erste Person, der er sich zeigt. Und sie erkennt ihn nicht, sie hält ihn für den Gärtner. Und als er ihr klar macht, hey, ich bin's, sind seine nächsten Worte an sie: Frau, berühre mich nicht. Ich bin noch nicht ich selbst. Und ich lese das und dieses Video spielt in meinem Kopf ab. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Es begann einfach zu spielen. Das. Sie ging dazu über, ihn zu umarmen. Sie wollte ihn umarmen. Und er sagte das zu ihr. Und ich denke mir, oh, warum steht hier nicht, dass sie verheiratet waren? Das ist doch offensichtlich. Warum haben sie all diese Sachen aus dem Buch weggelassen? Es wäre viel interessanter zu lesen, wenn das drin wäre. Die Frage des Jahrhunderts, der Jahrhunderte. Viele Jahrhunderte, tatsächlich, ein paar Jahrtausende sogar. Ja. Also ich denke, das ist faszinierend. Was passiert hier? Solche Dinge passierten und sie waren beunruhigend. Und niemand, den ich kannte, erlebte etwas Ähnliches.
obwohl sie alle katholische Kinder waren. Und es war alles sehr verwirrend. Und ich sollte hinzufügen, quasi als Fußnote, dass ich die Antworten auf das, wonach ich so verzweifelt gefragt habe, die Kreuzigung, tatsächlich gefunden habe. Dazu musste ich jedoch nach Indien reisen. Nun, auch Jesus musste nach Indien reisen, um viele Dinge besser zu verstehen. Hat er tatsächlich. Und das ist, wie sich herausstellt, genau der Kern meiner Studien in Indien. Ich lebte an einem Ort, an dem er lebte, meditierte und trainierte und Dinge hinterließ. Also physische Dinge. Physische Dinge, also gut, du warst in Indien und wie viele Jahre warst du dort? Nun, ich habe letztendlich 5 Jahre dort gelebt. Also, als ich Jonathan Rosen traf und er mir von Kalashwar erzählte, dann fühlte ich mich irgendwie von Gott verfolgt. Die Leute, die ich danach traf. Es gab eine Zeit, in der ich von einem Guru aus Indien hörte, der ein Heilmeister ist. Und ihre Gesichter wurden zu denen eines jungen braunen Mannes und sie fragten: „Was möchtest du wirklich?“ Okay, das ist beunruhigend. Das war 1999, also gab es keine Webseiten. Man konnte niemanden einfach so nachschlagen. Und irgendwann war ich bei Jonathan zu Hause und er zeigte mir ein Foto von Kalashwar und er ging, um Tee zu machen. Und ich betrachte dieses Foto und denke mir: „Na gut, Mann, wer bist du?“ Denn ich steige in nichts ein, wenn es nicht das Echte und das Höchste ist. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht meine Verachtung für alles Esoterische, war ziemlich ausgeprägt, oder? Und ich dachte mir: „Okay, zeig mir, wer du wirklich bist.“ Plötzlich wurde das Bild lebendig, dreidimensional. Eine Person sprach zu mir und ich dachte nur: „Wirklich? Du hast mich gefunden? Es muss sein.“ Dann. Und Jonathan hatte mir erzählt, es sei sehr interessant. Kalashwars Stellung in der Welt. Er war bekannt als ein Wunderheiliger und er vollbrachte viele offensichtliche Wunder. Ich meine, Verrückte. Weißt du, traditionell sagen die Yogis so: „Ja, schau da nicht hin. Das ist nicht wichtig. Konzentriere dich nicht auf die Wunder. Sie können zu einer großen Falle für den Egoismus werden.“ Es gibt viele Menschen, die nicht erleuchtet sind, aber sie haben eine gewisse Siddhi. Sie haben ein Mantra praktiziert. Sie können mit Schlangen sprechen oder etwas manifestieren oder was auch immer, aber das ist kein Zeichen einer erleuchteten Seele. Und das öffnet Tür und Tor für allerlei Scharlatanerie und so weiter. Also die traditionelle, würdevolle Haltung der Yogis ist: Konzentrieren wir uns nicht auf die Wunder. Sicher, sie geschehen, aber was kurios ist, denn 2000 Jahre später sprechen wir immer noch über die Wunder, die Jesus vollbracht hat. Ja, genau so ist es. Wir sprechen immer noch darüber. Warum hat er das so demonstriert? Ich habe neulich mit einem Yogi gesprochen und wir haben uns unterhalten und ich meinte so, ist es nicht erstaunlich, dass im Grunde das, was Jesus vor 2000 Jahren tat, yogische Ja, Kräfte genau. waren? Das waren alles yogische Kräfte. Das sind alles Dinge, die Heilige und Yogis hatten bekannt, vor Jesus und nach Jesus. Diese Kräfte. Es ist also mindestens faszinierend zu sagen. Ja, und er hat sie erlernt. Das ist das entscheidende Detail, das der Menschheit fehlt. Er hat sie erlernt. Ja, genau das ist es. Und ich habe das schon in der Show gesagt, es ist, als wäre Jesus geboren, bla bla bla. Er kommt und beginnt, alle zu retten. Das bla 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 ist der Teil, über den ich mich immer selbst gewundert habe. Ich auch. Und je mehr ich mit spirituell erleuchteten Menschen gesprochen habe und meine eigenen Studien betrieben habe, sogar jemand wie Yogananda, der in eher neuerer Zeit lebte, kamen nicht vollständig geformt zur Welt, keiner von ihnen. Einige kommen jung und erreichen vielleicht früher die volle Reife als andere, müssen aber dennoch durch Dinge hindurch, bevor sie hier ihre Erleuchtung erlangen, um eine gewisse Reife zu erreichen. Alle tun es. Ja. Du kannst nicht einfach auftauchen und behaupten, ich bin hier, um euch alle zu retten. So funktioniert die Welt nicht in dieser Realität. Es gibt eine Stufe, auf die du dich hochleveln musst, wenn du so willst. Richtig, ja. Einer der entscheidenden Punkte ist, einen Meister zu finden, der deine Kanäle öffnen kann. Wenn deine Kanäle so außergewöhnlich sind wie die von Jesus, Yogananda oder Mahavatar Babaji, dann benötigst du einen ebenso außergewöhnlichen Meister. Solche Meister sind jedoch nicht allzu häufig anzutreffen. Aber sie erscheinen doch. Wenn eine Seele es braucht, dann wird Babaji erscheinen.
oder Yogananda wird erscheinen oder natürlich Jesus wird erscheinen, um auf dem Weg zu helfen, sei es in der Meditation, auf welche Weise auch immer sie kommen. Sie zeigen sich, zweifellos. Es gibt keine. Es ist wirklich faszinierend. Ich meine, ich liebe deinen Weg, denn ich habe zwar keine Zeit in Indien verbracht, aber ich habe viele der gleichen Personen studiert, die du studiert hast. Und ich hatte schon Yogis zu Gast und es ist faszinierend, mit Yogis auf einer tiefen Ebene über diese tieferen Gespräche zu führen. Nun, du bist dort in Indien, du lernst Heilung. Das ist eine schwierige Frage, aber was ist die wichtigste Erkenntnis aus deiner Zeit in Indien? Okay, also ich möchte das mit 2 Dingen einleiten, die passiert sind, bevor ich nach Indien kam. Das erste war, als Jonathan mir von Chalashwa erzählte und ich war ganz Ohr, was natürlich das Spiel des Gurus war. Eines der Dinge, die er sagte und die für mich anfangs wirklich schwer zu verdauen waren, war, Kalashwas Standpunkt. Und ich habe Swami Kaleshwar selbst sagen hören, das war ja, ich habe übernatürliche Fähigkeiten, das stimmt. Ich habe sehr hart gearbeitet, um diese zu erlangen. Wenn du bereit bist, die harte Arbeit zu leisten, bin ich bereit, alles zu lernen, was ich weiß. Ja, die Welt braucht übernatürliche spirituelle Meister, die den Herzschmerz und das Leiden dieses Planeten bewältigen können. Sehr wichtig. Er wollte keine Anhänger. Er wollte nicht, dass Hunderttausende sich an ihn klammern. Ja, sie taten es trotzdem. Aber er war nicht für die Massen. Er kam in die USA, er kam nach Deutschland, er kam nach Japan, er kam in ein paar andere Länder. Er würde die bestimmten Seelen herausfischen, die er wollte. Er würde sie nach Indien locken. Die Metapher vom Fischen bleibt bestehen. Dort würde die eigentliche Arbeit beginnen. Wenn ich das höre, denke ich, dass ein Teil meiner Seele begeistert war, denn meine Seele wusste bereits, hey, du kannst ein Meister sein. Der Rest von mir, mein ganzes Glaubenssystem war strikt dagegen, aus Gründen von tiefer Unwürdigkeit bis zu, nein, es gibt nur einen. Wenige Meister gibt es auf der Welt. Wer ist dieser aufstrebende junge 27-jährige Heilige, der alles auf den Kopf stellt? Das war sozusagen eine Hürde, die es zu überwinden galt. Und natürlich, das Göttliche ist, wie es ist, sagt Jonathan zu mir. Er kommt in ein paar Wochen in die USA. Willst du ihn treffen? Ja. Was denkst du? Natürlich, natürlich. Und so habe ich ihn tatsächlich zuerst getroffen. Kalash war im Herbst 1999 in Seattle. Tatsächlich traf ich ihn im Gepäckausgabebereich des CTEC-Flughafens, was ziemlich lustig war. Und sofort, natürlich. Ich meine, ich kannte ihn auf der subtilen Ebene schon seit einigen Wochen, bevor ich ihn persönlich traf. Es war also so eine Art, ach ja, das ist deine physische. Okay, innerlich kannte ich ihn bereits und war mir bewusst, dass der Vertrag unterzeichnet, abgeschlossen, besiegelt und zugestellt war. Das beunruhigte mich ziemlich, da ich nicht sicher war, ob ich einverstanden war. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen, denn ich stelle sie immer gerne an Menschen, die Meister getroffen haben. Es gibt eine Energie, die Sie ausstrahlen, die berauschend ist für Menschen, die einfach nur in Ihrer Nähe sein wollen. Sie möchten buchstäblich den ganzen Tag um Sie herum sitzen. Hatte er diese Art von Energie oder hat er sie eher zurückgehalten? Hängt vom Meister ab. Richtig. Genau das wollte ich wissen. Ja, also meine Erfahrung mit ihm ist, dass er es nach Belieben an- und ausschalten konnte. Meistens ließ er es ausgeschaltet. Was ich in seiner Umgebung erlebt habe, war das. Er war schockierend intensiv, unglaublich intensiv, als hätte jemand einen lebendigen Tiger ins Zimmer gesetzt. Er war zierlich. Er war kleiner als ich. Ich bin 1,66. Seine Energie erfüllte den ganzen Raum. Er war super, entspannt und locker und scherzte herum. Doch es war klar, wer hier das Sagen hatte. Atemberaubend. Und ich erinnere mich, dass ich ihn anfangs ansah und dachte, ist das echt? Denn er strahlte so. Er war fast durchscheinend. Ist er greifbar? Ist er wirklich materiell? Oh ja, okay, er ist interessant. Ja, also in seinem Fall, ja.
Ich denke, wenn man in der Nähe eines Wesens von solchem Ausmaß ist und auch nur einen Hauch von ihrer wahren Natur erahnen würde, wäre eine Interaktion unmöglich. Die Schwingung ist so intensiv. Gehirn an uns. Ja, genau. Der Einschüchterungsfaktor wäre einfach so, oh mein Gott, als ob ich es nicht wert wäre. Also müssen Sie das tarnen, damit man mit Ihnen interagieren kann. Ich habe ihn bei uns getroffen und gesehen, wie er in den USA Außergewöhnliches vollbracht hat. Und einer der Punkte, die er ansprechen würde, einige Dinge, darunter die Wunder, die er vollbrachte, verglich er mit Schokolade für Kinder. Er erklärte, dass, um die Aufmerksamkeit eines Kindes zu gewinnen, man ihm zuerst Schokolade geben müsse. Dann hätte man für 5 Minuten seine Aufmerksamkeit. Das galt auch für die Siddhis und die wundersamen Dinge, die er tat, lagen genau auf dieser Linie, um die Aufmerksamkeit einer Seele über 5 Minuten zu halten, um ihr Energie zu geben und sie zu erwecken. Er würde sagen, ja, ich möchte Seelenärzte ausbilden, die mit den gebrochenen Herzen der Menschheit umgehen können. Wir haben genügend Krankenhäuser für gebrochene Seelen. Wir haben genügend Krankenhäuser für gebrochene Körper. Da, wir haben wirklich kein Krankenhaus für die gebrochenen Herzen. Noch haben wir die Fachleute, die wissen, wie man hilft. Heile die gebrochene Herzens der Welt, die übrigens die Nummer 1 Krankheit ist, mit der die Menschheit konfrontiert ist. 90% der Menschen sind so herzgebrochen. Durch. Aber wenn du herzgebrochen sagst, meinst du Verlust, Trauma, solche Dinge? All das. Ja, nicht nur romantische Liebe. Das ist sicherlich ein Teil davon, aber jeder, der in einem Kriegsgebiet aufwächst, Verlust erleidet, eine missbräuchliche Familie hat, sicher. Verrat. Verrat im Geschäftsleben, in Freundschaften, Herzschmerz mit Gott. Ich hatte ein schweres Leben. Wie konntest du mir das antun? Verrat durch religiöse Führer oder Lehrer, nicht wahr? Oh mein Gott, ich habe ihnen alles gegeben und sie entpuppten sich als Scharlatane, die mit dem Geld aller durchbrannten und wir stehen alle im Regen. Wie konnte das passieren? Es zerreißt mir das Herz, all diese Dinge. Jeder Mensch hat eine etwas andere Konfiguration, nicht wahr? Wir sind Schneeflocken, keine gleich der anderen. Die Art und Weise, wie wir Schmerz, Trauma, Herzschmerz und so weiter verarbeiten, ist ebenfalls leicht unterschiedlich. Wenn du ein Arzt auf dieser Ebene bist, müsstest du das gesamte Spektrum der Zustände kennen, um zu wissen, welche Medikamente zur Behandlung verschrieben werden sollten. Ein Seelenarzt müsste das gesamte Spektrum menschlichen Leidens kennen und die Formeln, um darauf eingehen zu können. Das war meine Ausbildung. Statt was der größte Gewinn in Indien war, was war dein größter Gewinn von ihm? Dass jeder, der hart arbeiten möchte, dieselben Fähigkeiten erlernen und die höchste Stufe der Heilung, die meiner Meinung nach die Seelenheilung ist, auf diesem Planeten demonstrieren und helfen kann, das Leid zu lindern. Ich denke, das ist das Höchste, was ich sagen kann. Du willst mir also sagen, es ist genau das, was Jesus sagt, alles, was ich kann. All diese Werke, die ich vollbracht habe, werdet ihr noch größer vollbringen. Wenn ihr die hebräischen und aramäischen Worte für Werke betrachtet, es geht um Wunder. Er sagte nicht einfach, seid nett. Er war sehr spezifisch in seiner Muttersprache. All diese Werke, die ich getan habe, werdet ihr noch größer tun. Ja, ich habe Kalashwar in Seattle in verschiedenen Situationen mit unterschiedlichen Gruppen von Menschen gesehen. Seine eigenen Schüler und dann hatten ihn auch andere spirituelle Bewegungen eingeladen, Vorträge zu halten. Ich sah ihn auch bei Managern von Boeing und Microsoft. Wie hat das geklappt? Es war zum Schießen. Er wirkte äußerlich eher wie eine Figur, weißt du? Dennoch strömte so viel Energie aus ihm heraus, während er Heilung für diese verrückten, skeptischen Seelen vollbrachte, dass alle im Raum wie in Trance waren. Sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Sie wurden schwer und benommen und fielen in Trance, während sie versuchten, seinen Worten zu lauschen. Und äußerlich war er einfach dieser weltmännische, liebenswerte Typ mit den netten Botschaften. Und in der Tiefe sendete er diese unglaubliche Schwingung aus. Es war wirklich lustig. Und dann, ich sah ihn in Nordkalifornien, also hatte ich ihn mit all diesen verschiedenen Leuten gesehen. Ich war wirklich, weißt du, wer ist dieser Kerl und wie funktioniert er in Nordkalifornien? Er hielt einen wunderschönen Vortrag an einem Ort namens Laytonville im Mendocino County, wo ihr lokaler Arzt ein paar Jahre lang College-Kriegsstudent gewesen war. Die Stadt war in Aufruhr, da sie glaubten, ihr Arzt sei von einem exotischen indischen Schnitzeljagdtypen entführt worden. Also strömten alle heraus, um zu sehen, wer ist dieser sogenannte Heilige, der unseren Arzt gestohlen hat. An diesem Abend hielt er einen Vortrag und fragte dann alle im Saal, ob sie Heilung wollten, wie er es immer nach öffentlichen Vorträgen tat.
Und natürlich stimmte jeder zu. Dann ließ er alle Lichter ausschalten. Er war nur so ein kleiner Kerl. Ich saß ganz hinten, kleiner Kerl auf einer Bühne mit einer Kerze und ein paar Blumen um ihn herum. Und er begann ein Mantra zu rezitieren. Er sprach wieder vom Herzschmerz. Als er das Mantra sprach, fühlte es sich an wie ein Feuerball in meinem Herzen. Es war heiß. Und ich dachte, was? Dann breitete es sich aus, wie bei einem Schluck harten Alkohols, dieses Wärmegefühl, das sich überall verbreitete. Und dann wurde ich einfach leer. Ich war weg, vollkommen weg, komplett weggetreten. Okay, als ich wieder zu mir kam, irgendwann später. Ich werde mir nur schemenhaft bewusst, dass sich mein Körper dreht, was seltsam ist. Ich habe schon seit einigen Jahren meditiert und ich denke, okay, diese Erfahrung hatte ich noch nie. Ich drehe mich hier in Halbkreisen. Ich denke, was? Im Dunkeln, Totenstille, alle sind noch in dieser Heilmeditation vertieft. Und dann denke ich mir, und mein Hemd ist feucht. Das ist seltsam. Hat er etwas auf uns geworfen? Wie Rosenwasser, was ich ihn schon mal habe tun sehen. Ich öffne ein Auge. Er sitzt einfach völlig regungslos da. Oh, da rollen Tränen über mein Gesicht. Oh mein Gott. Ich habe eine Weile geweint ohne Anlass. Ich war gar nicht richtig da. Aber es war genug. Mein Hemd ist deutlich feucht. Ich so, was? Und während ich das bemerke, höre ich die Menschen um mich herum im Dunkeln weitermachen. Und ich so, oh mein Gott, mit einem Mantra, einem einzigen Mantra hat er 400 Menschen mitten ins Herz getroffen. Das war das eigentliche Wunder. Ich dachte, ich habe es dir schon versprochen, nach Indien zu kommen. Aber das würde ich. Dir bis ans Ende der Welt zu folgen, um zu lernen, wie man Menschen so sehr Erleichterung bringen kann. Das war für mich die Entscheidung. Und so war ich einen Monat und ein paar Tage später, im Dezember 1999, zum ersten Mal auf dem Weg nach Indien. Und das war der Moment, wo alle Hemmungen fielen. Ich hatte ihn schon Dinge aus dem Nichts erschaffen sehen. Ich hatte gesehen, wie er Asche aus seinen Fingerspitzen manifestierte. Ich hatte ihn beobachtet, wie er eine ganze Gruppe von Sängern mit Asche überschüttete, ohne dass sie überhaupt wussten, dass er hinter ihnen stand. Und es war, als ob es auf sie schneite. Sie hatten keine Ahnung. Sie waren in einer solchen Szene. Ich wusste, dass er Menschen von schweren Krankheiten geheilt hatte. Ich hatte ihn gesehen, wie er Energieübertragungen gab, die waren, als ob ich den Ursprung der Schöpfung erblickte. Ich meine, ich hatte bis dahin schon viel gesehen. Und in Indien. Oh mein Gott. Die Dimension. Oh mein Gott. Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, ich sollte die Geschichte von Weihnachten 1999 Natürlich, erzählen. bitte. Es ist verrückt. Ich warne dich. Okay, also, Indien war ein Schock für mich. Der letzte Ort auf der Welt, den ich besuchen wollte. Und natürlich sitze ich Mitte Dezember 1999 zu Weihnachten in einem Flugzeug nach Indien zu einem Weihnachtsprogramm in Südindien. Okay, also, wir treffen uns in seinem Ashram, der mitten im Nirgendwo liegt. Es ist ein Ort namens Penakonda. Penakonda ist ein eher kleines Dorf, etwa 30.000 Einwohner oder vielleicht so 3,5 Stunden nordöstlich von Bangalore. Große Stadt, Zentrum der Hochtechnologie und so weiter. Also wir sind mitten im Nirgendwo. Zu diesem Zeitpunkt war der Ashram halb fertig. Er war 27 und begann gerade Gebäude zu errichten. Er ist irgendwie noch ein Kind. Er war total ein Kind auf einer Ebene. Ja, ein komplettes Kind. Und dann das, oh mein Gott. Unendliches, uralte Seele, die da saß. Manchmal saß ich bei ihm und wir plauderten. Und die Ratschläge, die er einer jungen Frau wie mir gab, waren wie von einer 90-jährigen Großmutter. Und ich so, wow, wer spricht gerade? Wie weißt du das alles? Tja, wir waren so um die 150 Leute aus aller Welt, aus Amerika, aus Deutschland und Japan hauptsächlich, mit einigen Österreichern und anderen europäischen Ländern dabei, aber die Mehrheit Amerikaner und Deutsche. Sehr interessant. Karmische Auflösung, weißt du? Und er hält Vorträge. Oh mein Gott. Zuerst muss ich sagen, die Energie von Pentaconda. Ich war noch nie in meinem Leben an einem solchen Ort. Die Energie ist so stark, dass ich tagelang eigentlich nicht funktionieren konnte. Ich konnte kaum laufen. Es war, als würde ich in einem wachen Traum durch Melassewände gehen. Die Energie hier ist so dicht. Was für ein Ort ist das? Sie steigert sich täglich immer mehr. Wie ist das möglich?
Was ist das für ein Ort? Oh meine Güte. Die Leute reden über Sedona oder Machu Picchu oder was auch immer. Penaconda ist einzigartig, ein unglaublicher Ort, sehr stark mit der Energie der göttlichen Mutter. So nach dem Motto, oh mein Gott, okay, das ist seltsam. Und das erlebe ich. Und dann hält er jeden Tag Vorträge, so, ich weiß nicht, 6 Stunden am Tag. Der genaue Mechanismus ist genau wie man jede nur denkbare Krankheit der Menschheit heilen kann. Ich meine buchstäblich, jemand kommt mit Depression, Angst. Hier ist dieses Mantra, hier ist diese Formel, hier ist dieser Weg, die Energie der göttlichen Mutter zu sehen, um jemandem zu helfen, der so leidet. Wenn jemand von schwarzer Magie betroffen ist, hier ist die Hilfe. Und all dieses Wissen, das er bekam, hat er sich nicht ausgedacht. Er erhielt es aus alten Manuskripten, die auf Palmblättern von alten Rishis geschrieben wurden. Es waren Texte, die wie 2000, über 5000 Jahre alt waren, die er entschlüsselte, weil sie in einer Art Code verfasst waren. Er prüfte, was gerade jetzt für die Welt und die Menschen relevant ist. Und dann testete er es. Wenn es funktionierte, gab er es uns weiter. Also das war eine Seelenwissenschaft, wie Yukteswar sagen würde. Er macht keine halben Sachen. Verstanden? Und ich denke, endlich versteht jemand die Genauigkeit des Heilens. Punkt genau. Das ist wie eine medizinische Ausbildung. Ich konnte gar nicht schnell genug mitschreiben. Es war so aufregend. Und jeden Tag sang er und Jesus studierte dieselben Mantras. Er kannte dieselben Techniken. Ich meine, es tut mir leid. Was ich über Jesus in Indien wusste, damit hatte ich kein Problem. Das ergab für mich Sinn. Schon als kleines Kind hatte eine meiner älteren Schwestern es erwähnt, als ich noch ziemlich jung war, dass das ein Gerücht war, natürlich. Ich dachte mir, okay, sicher, warum nicht? Aber er spricht auf eine ganz bestimmte Weise über Jesus. Und ich denke mir, okay, zuerst frage ich mich, spricht er über Jesus? Weil das diese wilde Tradition von Wundern für den westlichen Geschmack etwas akzeptabler macht. Vor allem im größtenteils christianisierten, weißt du, Deutschland und uns. Und ich denke, nein. Immer wenn er über Jesus spricht, ist da eine Energie. Und diese Energie ist sehr persönlich. Ich denke mir, Moment mal, er kennt ihn. Oh, die Sache wird immer spannender. Verstanden? Ich meine, wirklich kennt. Okay. Und dann sagt er, am Weihnachtstag, mit dem Segen Jesu werde ich ein riesiges Wunder vollbringen in Zusammenarbeit mit Christus. Ich denke, was ist schon ein großes Wunder? Ich habe ihn schon einige ziemlich krass Sachen machen sehen, ne? Wirklich übernatürlich, wirklich außergewöhnlich. Okay, dann kommt der Weihnachtstag. Er packt sich 4 Männer. Jonathan, der mittlerweile mein Partner war, wir waren ein Paar geworden und das super schnell natürlich, nimmt sie mit raus, zeigt ihnen einen Baum, sagt, sägt diese Äste ab. Also große, dicke Äste, etwa 1,5 Meter lange Stücke. Schält sie eine Kerbe, einen Nagel quer darüber. Okay? Das ist einfach nur unheimlich. Wir alle wissen, dass auf dem Ashram ein Kreuz errichtet wird. Wir sind vielleicht 150 Leute, also jeder weiß, was vor sich geht, nicht wahr? Die Energie war so extrem. Ich erinnere mich, die Luft hat gefunkelt. Ich konnte es buchstäblich sehen. Normalerweise sehe ich solche Dinge nicht. Die Luft leuchtete den ganzen Tag. Ich dachte nur, oh mein Gott. Bis zum Abend waren sie fertig, dank ihrer Schweizer Taschenmesser und einem Hammer. Einfach lächerlich. Ich meine, wir sind mitten im Nirgendwo. Keine Werkzeuge. Tiefes Bellen. Sie bringen das Kreuz in den Haupttempel. Es lehnt am Altar. Es ist ungefähr etwas weniger als 1,5 Meter hoch. In Ordnung. Unheimlich. Seltsam. Wir haben alle Kerzen angezündet. 150 Kerzen auf dem Altar. Oh mein Gott, es ist so göttlich. Es ist Festzeit. Alle Frauen tragen rot. Saris. In Südindien trägt man rot, wenn ein großes Fest ist. Jasmin im Haar. Also alles ist wie, oh mein Gott, durchtränkt vom Duft des Jasmins. Und die Männer sind alle in. Weiß steht für das Himmlische, nicht wahr? Kalashwa trat hervor und hielt eine Rede über Jesus, an deren größten Teil ich mich erinnere. Er sagte Folgendes: Jesus Christus ist der größte Heiler, der jemals auf diesem Planeten gewandelt ist, in seiner gesamten Geschichte. Und wir alle, heilige, übernatürliche Yogis, was auch immer, wir verneigen uns vor ihm. Er tat Dinge, die vorher oder seitdem niemand getan hat. Und ich denke mir, das kann ich nicht mal ansatzweise begreifen. Das werde ich mir für späteres Nachdenken vormerken. Oh mein Gott. Und dann nimmt er die 4 Männer und das Kreuz aus dem Gebäude.
Ziel unbekannt und lässt uns alle zurück, um über Jesus zu sinnieren. Und ich muss sagen, in dem Moment, als das Kreuz hinausgetragen wurde, oh mein Gott, es senkte sich einfach. Die Energie war einfach im Raum, wie ein samtiger Vorhang, der sich senkte, von reiner Stille, reiner Liebe, so selig. Und ich dachte mir, ach, das bist du. Oh, wie lustig. Ich kenne das mein ganzes Leben lang. Dieses Gefühl ist mir bekannt. Ich kenne dich. Das wusste ich nicht. Dass es den Namen Jesus trug. Nach etwa 25 Minuten, vielleicht sogar 45, während wir schon eine Weile meditieren, die genaue Zeit spielt keine Rolle. Plötzlich bricht hinten Unruhe aus. Einige nervöse deutsche Damen keuchen aufgeregt. Ich drehe mich um, da ich vorne saß und sehe, wie Kalashwar den Raum betritt. Es ist ein faszinierender Moment in unserer Meditationssitzung. Seine weißen Ärmel sind an den Manschetten mit Blut befleckt. Leuchtend rotes Blut. Ich denke mir so, wow, was? Er geht nach vorne, setzt sich in seinen Stuhl, trinkt literweise Wasser. Hab ihn das danach nie wieder machen sehen. Und ich denke mir so, zeigt er etwa Stigmata? Denn ein paar Tage zuvor hatte ihm jemand erklärt, was Stigmata sind. Und er war so, oh, das ist interessant. Ich suche schon, hat er Löcher in den Füßen? Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Nein, er hat keine Löcher. Woher kommt das Blut? Nein. Dann schaue ich ihm in die Augen. Und sie so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer es ist, aber er ist es nicht. Zu dem Zeitpunkt kannte ich ihn schon ziemlich gut. Und ich dachte nur, oh mein Gott, wer ist das? Seine Augen brannten wie Supernovae. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sie waren Feueruniversen. Wow. Was wohl seinen Durst nach Litern von Wasser erklärt. Ich denke mir so, was? Und dann später sagt er, hol die 4 Kerle. Sie bringen die Männer herein. Sie sind von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt. Ich meine, bespritzt, wie schlechte B-Movie-Spezialeffekte. Ja, richtig bespritzt. Und sie tragen alle weiß. Also ist es dramatisch, nicht wahr? Und dazu noch ihre Gesichter. Sind so ausstrahlendes Licht, das ich nicht kann. Ihre Gesichtszüge konnte ich nicht erkennen. Jonathan, mein Partner zu der Zeit. Ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Es war blendend. Ich dachte nur, was? Rotes Blut und weißes Licht. Ich denke mir, was geht hier vor? Er lässt sie am Altar zu Füßen einer großen lebenden Statue von Shirdi Sai Baba, seinem Meister, Platz nehmen. Sie meditieren und ich kann nur für mich sprechen, aber ich war wie elektrisiert. Wie, was ist passiert? Woher kommt all dieses Blut? Was ist das? Mir wird klar, während wir da sitzen und diese 4 blutüberströmten Typen ansehen, die all dieses Licht ausstrahlen, dass wir die Energie, die sie übertragen, von dem, was gerade passiert ist, einfach durch Ansehen empfangen. In Ordnung. Und dann, nach einer Ewigkeit, sagt Kalashpar, okay, Leute, erzählt, was ist passiert. Also, sie hatten das Kreuz hinunter in ein unterirdisches. Es ist wie ein Keller. Er nannte es eine Shiva-Höhle, wo es im Grunde einen quadratischen Raum mit Schieferboden, einer Glühbirne, wackeligen Treppen, die unter die Erde führen, gab und ziemlich groß, also groß, uralt, ein steinerner Shivalingam ist dort. Okay, ein 2000 Jahre alter Shivalingam. Und er ließ sie quer halten, weil es keine Basis hatte. Es war einfach so. Er ließ Jonathan, der ziemlich kräftig war, sich auf den Boden im Schneidersitz setzen, das Kreuz zwischen seine Beine klemmen, es mit seinen Armen umfassen und nicht loslassen, denn es durfte nicht fallen. Währenddessen hielt einer den Querbalken, ein anderer den Querbalken, der nächste berührte diesen uralten Shivalingam. Und dann begann Kaliswa ganz sanft, einige Mantras zu sprechen. Und sie waren wie, das haben wir noch nie gehört. Dies ist eine sehr mantra-intensive Tradition. Niemand kannte diese Mantras. Dann begann er zu klatschen. Genau dann begann das Blut aus dem Herzen des Kreuzes zu fließen. Es quillt einfach hervor und Jonathan sagte, es tropft mir ins Gesicht. Tropf, Tropf, es gelangt in sein Auge, in seinen Mund. Oh mein Gott. Was ist das also? Es ist wie ein Wasserhahn. Das ist wie ein Strom. Jonathan sagte dann, es sei wie ein Feuerwehrschlauch. Es beginnt einfach, Blut zu schütten, überall. Das erklärte einiges darüber, warum sie alle so blutüberströmt waren. Und Jonathan, der seit mindestens 30 Jahren TM-Meditierender, Praktizierender und Lehrer war, täglich mindestens 3 Stunden Meditation. Mindestens seit 30 Jahren. Keinen Tag ausgelassen. Er absolvierte die 18-monatigen Programme im Schweizer Haus mit Maharishi. Ich meine, dieser Kerl war ein starker Yogi, eine echte yogische Seele. Er sagte, die Energie erfüllte mich in 2 Sekunden. Ich konnte sie nicht halten. Ich dachte, ich würde explodieren. Oh mein Gott.
Und dann kam ein Gedanke, nicht sein eigener, der sagte, sende sie. Und er sagte, jede einzelne Person, die er in seinem ganzen Leben getroffen hatte, erschien in seinem dritten Auge. Die Energie strömte zu ihnen und segnete sie, erfüllte all ihre Bedürfnisse. Das Blut spritzt, er sieht Menschen und Menschen und Menschen in seinem dritten Auge, bis die Einzelpersonen erschöpft sind. Dann kommen Organisationen. Als Unternehmensberater für Fortune 105 Firmen, hunderte Unternehmen, Universitäten, Krankenhäuser, tat er immer dasselbe. Jeder wurde mit dem gesegnet, was sie brauchten. Es war wie ein Feuerwehrschlauch aus reiner, bedingungsloser Liebe, ohne Widerstand. Oh mein Gott! Und dann wurden sie aufgerufen. Also, das ist passiert. Also, Kalishwa schaut Jonathan an und sagt, hey Jonathan, hast du jemals gefühlt, während du das Kreuz gehalten hast, dass es verwandelt sich in Person? Jonathan sagte zu Swami, ob ich fühle, dass Jesus da war? Ja, ich bin ziemlich sicher. Habe ich gefühlt, dass Holz sich in Fleisch verwandelt? Nein, sagte Kalashwa. Für 20 Sekunden war er physisch anwesend. Jonathan, ganz typisch für ihn, sagte, aber Swami, ich bin ein Jude aus Brooklyn. Ich weiß eigentlich kaum etwas über Jesus. Klar, ich weiß, dass er ein aufgestiegener Meister ist. Ich respektiere ihn als großen Lehrer des Planeten, aber ich fühle keine Verbindung zu ihm. Warum bin ich hierbei involviert? Kalashwa lacht und sagt, warte, warte einfach. Und so werden wir in kleinen Gruppen, 10 bis 15 Leute, hinabgeschickt, um dies zu erleben, es selbst zu sehen. Und die Anweisung lautete, das Blut zu berühren. Ich bin in der letzten Gruppe. Es ist wahrscheinlich eine Stunde her, seit das Ganze passiert ist. Ich schätze 150 Leute in Gruppen von 10. Das wird eine Weile dauern. Als wir aus dem Tempeltor stürmen, hören wir Kalashwa sagen, Sie sollen sich beeilen. Ich kann diesen Kanal nicht länger offen halten. Länger und ich beginne innerlich zu bluten. Alter, wir rasen die Treppen runter. Wir kommen an, sind unten. Dieses kleine Shiva-Höhle unter der Erde. Eine Gruppe ist schon vor uns. Ich erinnere mich, dass ich dachte, du musst deinen journalistischen Verstand einschalten und jedes Detail hiervon festhalten, denn das willst du niemals vergessen. Die Szene, das Kreuz lehnt an der Wand in der Nähe des Shiva Lingams, bespritzt mit Blut. Die Wand ist ebenfalls blutbespritzt, mit dunklen, gerinnenden Stellen. Mm. Vom Kreuz geht etwas aus, etwa 2,70 Meter oder 3 Meter lang. Fußflussblut? Es ist so viel Blut. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Blut an einem Ort gesehen. Es ist wahrscheinlich etwa 45 bis 60 Zentimeter breit und ungefähr so tief und es ist überall Licht darauf. Oh mein Gott. Nochmal, ich sehe solche Dinge nicht. Man muss mich wirklich mit etwas bewerfen, damit ich etwas bemerke. Es tanzt Licht über all dem, während ich auf das Kreuz starre. Es quillt immer noch am Herzen hervor und rinnt fast unbemerkt weiter. Und ich denke mir, oh mein Gott, das Ding ist immer noch aktiv. Die Gruppe vor uns ist auf Händen und Knien und hat ihre Hände in diesem Blutstrom. Es ergibt Sinn. Das Blut berühren, richtig? Die absolute Heiligkeit in diesem Raum. Unaussprechlich. Und ich weiß, ohne zu wissen, wie ich es weiß, dass dies das Blut Jesu Christi ist. Wie ist das möglich? Ich könnte es Ihnen nicht sagen, aber ich bin mir absolut sicher. Dann steht die Gruppe vor uns auf und geht. Und jetzt sind wir dran, uns hinzuknien und unsere Hände hier hineinzulegen. Aufschließen. Wie bin ich hierher gekommen? Wer bin ich, das zu tun? Das Blut einer heiligen, göttlichen Seele zu berühren? Es ist eine der höchsten Übertragungen, die man im Leben empfangen kann. Wir tragen viel von unserem karmischen und unserer Seelenessenz im Blut, daher das Blutvergießen für die Menschheit, Lamm Gottes und so weiter. Warum er am Kreuz Blut vergießen musste und all das, ich bin wie. Eine Verbindung zu Christus herzustellen? Okay, er sagte uns, wir sollen unsere Hände hinhalten, also mache ich das. Es trocknet, ist klebrig, Blut genauso, nicht wahr? In dieser Nacht geht ein Kollege runter, um mit Eimern und Handtüchern aufzuräumen. Kannst du dir vorstellen, das alles auszubringen, in Eimer zu gießen, im Garten auszuschütten? Während er den Boden schrubbt, blickt er auf und sieht Jesus direkt vor sich stehen. Und er meinte, das Seltsame war, es war so normal. Und dann konnte mein Freund die ganze Nacht nicht schlafen. Er zittert einfach, wie man es eben tut. Man würde es mit der Größe einer göttlichen Seele eben tun. Menschen mit schweren Krankheiten, chronischen Problemen, sie berührten dieses Blut. In jener Nacht gereinigt, erledigt, abgeschlossen. Später in der Nacht sagte Kaleshwar, ja, ihr müsst jegliche Kleidung verbrennen, die
bespritzt wurde von dem. Männer, die dort waren und auch das Kreuz selbst. Er sagte, legt es in meine Feuerstelle, verbrennt es. Jeder wird die Asche aus dieser Feuerstelle bekommen. Er sagte, dieses Blut ist so mächtig, wenn jemand vorhätte, es in der Welt zu missbrauchen, könnten sie unbeschreibliches Unheil anrichten. Auf keinen Fall. Nein, der schlaue Kerl traute seinen Schülern nicht. Sehr gut. So verbrannten sie das Kreuz. Wir erhielten die Asche, die ich noch immer für Heilungen nutze und auf Menschen zur Heilung auftrage. Am nächsten Tag saßen wir mit Kalishwar unter einem Baum und er benahm sich wie ein Fünfjähriger. Er ist so fröhlich, entspannt und kichernd. Ich kann diesen Kerl nicht mit dem Charakter mit den lodernden Augen in Einklang bringen, den ich die Nacht zuvor gesehen hatte. Und er so, ja, warum? Er sitzt auf einer Schaukel aus Rohr, die an einem Baum hängt. Warum sollte ich am Weihnachtstag bluten lassen? Das ist schon ein bisschen seltsam, oder? Und ich hatte darüber nachgedacht, diese Gegenüberstellung von Geburtstag und Instrument von was auch immer, Folter und Tod, wenn man es so nennen will. Und ein deutscher Kollege von mir sagte, ohne zu zögern, oh, weil kein Baby kommt in diese Welt ohne Blut. Nein, Kalaschwa sagte, genau. Das ist Weihnachten 1999. In einer Woche wird der Jahrtausendwechsel zu 2000 sein. Seit den letzten 2000 Jahren war Jesus Präsenz und Energie auf diesem Planeten sehr zurückgezogen, schlummernd. Beim Eintritt ins neue Jahrtausend wird seine Energie stark hervortreten. Die genaue Natur seines Lebens und seiner Zeit in Indien wird der Menschheit wiederhergestellt werden, ebenso wie die präzisen Mechanismen der Heilungswunder und die Erleuchtungskanäle, die er empfangen hat. Und wir haben hier diese Tür geöffnet, mit diesem blutenden Kreuz. Ziemlich mächtig. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie es ist, in vorderster Reihe im ländlichen Indien zu sitzen. Aus meinem skeptischen Umfeld kommt, wie ich es tat. Ja, offensichtlich kein Skeptiker mehr. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und deine Reise war auf jeden Fall interessant. Kein Scherz. Mein lieber Gesangsverein. Wenn die Leute dieses Video, dieses Interview oder dieses Gespräch sehen, ist die Energie, die einfach so rüberkommt, die Bilder in ihrem Hintergrund ziemlich intensiv, allein schon durch die Energie der Heiligen, die sie an der Wand hinter sich hängen haben. Es war ein ziemlich interessantes Gespräch, gelinde gesagt. Es gibt eine Sache, über die Sie sprechen, und ich bin nicht sicher, wie lange Sie brauchen werden, um es zu erklären. Der heilige Schoßchakra. Denn wir haben den Großteil dieses Gesprächs über Ihre Reise gesprochen. Ich möchte über eine heilende Methode sprechen, über das, was Sie in der heutigen Welt tun. Können Sie über den heiligen Schoß und das heilige Schoßchakra erzählen? Ja, das kann ich. Ich habe 5 Jahre auf Doktorandenniveau mit Swami Kalashwar studiert, um wundersame Heilung und Spiritualität zu erforschen. Dadurch erlebten wir die direkte Erfahrung der göttlichen Mutter als Mahakali, fast wie eine persönliche Begegnung. Um die Energie der Wunder zu beherrschen und freizusetzen, müssen wir wissen, wer unsere wahre Mutter ist. Woher kommt unsere Seele wirklich? Wie jedes Kind das Recht hat, seine biologische Mutter zu kennen, haben auch wir als Seelen das Recht zu wissen, wer die göttliche Mutter ist, nicht nur intellektuell und nicht in einer Vision oder Halluzination, sondern mit offenen Augen, eine feste Form der Mutter sehend. Wir müssen den Schoß kennen, in dem wir erschaffen wurden. Also, das ist geschehen. Und auf diesem Weg gab er uns ein System. Er lehrte unzählige Systeme der wundersamen Energie, des Erlernens verschiedener Aspekte unserer Schöpfung, sozusagen bis ins kleinste Detail, bis auf die Ebene der Energie, wenn du diesen Ausdruck magst. Und wie man es versteht, als Auswuchs der Energie der göttlichen Mutter und Shivas und ihrer, sagen wir, Romanze, die diese ganze Schöpfung erschafft. Also wurden wir alle darin unterrichtet. Und dann brachte er dieses Ding namens Heiliger Schoßchakra im Jahr 2006 heraus. Es ist eine 7000 Jahre alte Technologie. Aus einem dieser alten Manuskripte, geschrieben auf getrockneten Palmblättern. Und es geht ganz um diese unglaubliche Pforte in unserer Erleuchtung und Fähigkeit als Seelen auf diesem Planeten, genannt der heilige Schoß, den jeder hat, sowohl Männer als auch Frauen.
Man sieht es normalerweise nicht in den Büchern über Chakren und dort, wo sie Dinge definieren und la la la, ja, tun sie nicht. Dieses haben sie weggelassen. Es befindet sich an verschiedenen Stellen. Es ist interessant, ne? Es gibt ein Chakra, das sozusagen hinter allen Chakren sitzt und das befindet sich mehr oder weniger dort, wo der physische Uterus einer Frau ist. Es ist auch Teil unserer Seele und der Männer. Durch das Uterus-Chakra hat jede Person so etwas wie einen Funken, nicht wahr? Vom großen Licht. Man könnte sagen, dieser Funke verbindet sich mit dem großen Licht, der großen Quelle der Mutter, durch diese mystische Pforte, das Uterus-Chakra. Frauen durchlaufen es direkt, da sie es physisch besitzen. Der Weg, wie wir Leben erschaffen, nicht wahr? Wir können ein Kind empfangen. Ähm, Sogar ohne einen Mann wie Mutter Maria oder Ram aus einer Feuerzeremonie können wir es erschaffen. Durch das Gebärmutterchakra. Männer sind einen Schritt entfernt. Sie verbinden sich über ihre leibliche Mutter mit dem Gebärmutterchakra der göttlichen Mutter. Also, erstens, in unserer Beziehung zur kosmischen Mutter sind all die wundersamen Fähigkeiten vorhanden. Das ganze Verständnis der Schöpfung ist da. Was auch immer sie tun kann, können wir auch tun. Aber es wird getrübt und verzerrt, weil das fügt sich sehr schön in Yoganandas Lehren ein. Das Gebärmutterchakra ist, denke ich, das, was wir in seiner Terminologie als den kausalen Körper bezeichnen würden, wo alle Karmas von Leben zu Leben zu Leben zu Leben zu Leben gespeichert sind und woher sie im Laufe eines Lebens kommen. Angenommen, du siehst ein kleines Kind mit einer unheilbaren Krankheit. Sie haben kein Karma erschaffen in diesem Leben. Warum haben sie dieses Schicksal? Warum passiert das? Frühere Leben, in denen sie anderen Menschen großes Herzleid und Leiden zugefügt haben. Es kommt sozusagen alles zusammen. Durch den Schoßchakra wurde es in diesem Leben ausgestoßen als eine große karmische Rechnung, die mit Zinsen beglichen werden muss. Jetzt der Clou. Kennst du die Technologie des heiligen Schoßchakras? Sehr gute Chancen, dass du jemanden in dieser Notlage heilen kannst. Du kannst es umkehren. Kalashwa würde sagen, ja, 4 von 5 Krebspatienten, würde er sagen, kann ich heilen. Und das haben wir ständig gesehen. Aussichtslos, schrecklich, letzter Ausweg. Er würde sagen, beim 5. nicht. Die Mutter erlaubt es nicht. Karma ist, was es ist. Sie müssen es erfahren. Aber wenn du das Womb-Chakra kennst, wenn du durch Praxis ein sehr starkes, stabiles Womb-Chakra hast, es ist ein Meditationssystem und es beinhaltet Zeichnen. Es gibt ein bestimmtes Yantra, das dem individuellen Womb-Chakra entspricht. Es gibt eine ganze Technologie und ein ganzes System darum. Es ist so wundersam. Und die Auswirkungen sind gewaltig. Aber wenn man dieses System praktiziert, dann beginnen sich bestimmte Heilfähigkeiten bereits zu entfalten. Gleichzeitig bereinigen wir unsere eigene verrückte karmische Bilanz, indem wir diese Meditationen, diese Mantren und die Yantra-Technologie ausüben. Kalashma würde auch sagen, und das bezieht sich auf Jesus und seine Mutter, es ist sehr interessant. Er würde sagen, die 2 stärksten Womb-Chakren, die unser Planet je gesehen hat, sind die der Mutter Maria und Jesus. Und was wir aus einigen Manuskripten wissen, dass Jesus in Südindien zurückließ, ist, dass Mutter Maria selbst außergewöhnliche göttliche Kanäle hatte. Sie war keine unschuldige 15-Jährige, die von einem Engel am Kopf getroffen wurde und dann plötzlich ein Kind bekam. Sie war wie Kali. Sie hatte Millionen von Leben meditiert, um dieses Leben zu erreichen. Als sie Christus in ihrem Schoß trug, als kleinen menschlichen Embryo, der sich entwickelte, lehrte sie ihn bereits alle Schichten der Schöpfung. Es ist also wahr, als er zur Welt kam, war er ein wenig außergewöhnlich, aber dennoch brauchte er einen verkörperten Guru, um seine Kanäle zu öffnen, wofür er, wie wir alle wissen, in den verlorenen Jahren nach Indien ging. Aber sie war seine erste Guru. Sie gab ihm Informationen durch ihr unglaublich starkes Gebärmutterchakra. Und die Geschichte wird spannender, als er die Kreuzigung durchlebt. Und es ist Zeit, ihn aufzuwecken, seine Seele zurück in seinen Körper zu bringen. Sie ist es, die das tut. Durch sie. Verkörpert, sehr, sehr göttlich. Direkte Verbindung zu den Fähigkeiten der göttlichen Mutter, Gebärmutterchakra. Was so viel Sinn ergibt. Mechanistisch in jeder erdenklichen Weise. Es gibt also eine Technik, wie man es aktiviert, wie man es versteht, all diese Arten von Dingen auch. Ja, ich bringe es bei. Ich könnte es so sagen. Über die Jahre hat er uns viele Systeme gegeben, Dutzende mit Mantras, Yantras und verschiedenen Wegen zur Heilenergie sowie Spezialgebiete dieser Heilsysteme. Ich lehre sie alle. Das Womb-Chakra ist ein zentrales
Erstaunliches Heilsystem. Es ist wirklich mächtig, sowohl für die Selbstheilung von Traumata als auch bei Herzschmerzen, Skepsis und so weiter. Und um diese Energie umzuwandeln und andere Menschen auf dieser grundlegenden Ebene, die wir als Wurmchakra bezeichnen, sehr kraftvoll zu heilen. Ist er bereits fertig geworden? Oh ja, er ist 2012 abgereist. Die Iden des März, er war 39. Er war ein junger Mann, er war noch jung, als er ging. Ja, ehrlich gesagt war ich überrascht, dass er es so lange ausgehalten hat. Seit ich ihn 1999 kennengelernt habe, war er so, als suche er den Ausgang. Er wollte nicht in seinem Körper sein. Er hasste es wirklich, in seinem Körper zu sein. Und er sagte, ich werde so viel mächtiger sein, wenn ich Samadhi erreiche. Wenn ich aus meinem Körper bin. Ich muss physisch kommen. Ich muss das ertragen. Ich muss euch an bestimmte Dinge anschließen und dann bin ich weg. Und ich glaube wirklich, er dachte, es würde schneller gehen. Warum hat er sich dann entschieden, herabzusteigen? Oh, es ist seine Pflicht. Er kann ihr nicht entkommen. Er muss. Er musste herabsteigen. Muss er? Ja. Alex, das war ein faszinierendes Gespräch und ich weiß, wir könnten locker noch weitere 4 oder 5 Stunden so weitermachen. Ohne Frage, zweifellos. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist deine Definition von einem guten Leben? Oh, anderen Menschen zu dienen und so viel wie möglich zu helfen. Was ist deine Mission dabei? Na, wie definierst du Gott? Wie definiere ich Gott? Ja, Gott. Erschaffen, wirken, zerstören. Reine Liebe dahinter, aber erschaffen, wirken, zerstören, die Kreisläufe der Energie. Von Dingen, die Form annehmen, Dingen, die ihre Form verlieren, Dinge, die entstehen, Dinge, die sich auflösen, ständig. Es ist in ständiger Bewegung. Es ist kein statisches Prinzip. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Dienst an anderen. Und wo können sich die Menschen informieren? Über sie und die Arbeit, die sie leisten, an mehreren Orten. Aber der einfachste Zugang ist meine Organisation, die Universal Church of Baba's Kitchen. Tolle Marke, wirklich eine tolle Geschichte. Aber die Abkürzung ist ucbk.org und dort finden Sie alles. Ich halte immer noch einige Live-Lehren ab und es gibt viele vorab aufgezeichnete Inhalte aller Kalashwa-Systeme, wie die Grundstufen der Lehren, einschließlich des heiligen Wurmchakra-Systems. Dort können die Menschen es erlernen. In den letzten Jahren habe ich auch ein einjähriges Meisterprogramm mit einer Handvoll Schülern durchgeführt, mit denen ich unglaublich eng, intensiv und direkt arbeite, um sie so schnell wie möglich zu befähigen, diese Art von Energie zu handhaben, Wunderheilungen durchzuführen und auch einige der grundlegenden Systeme zu lehren und zu teilen. Das ist also der Schwerpunkt meiner Arbeit in letzter Zeit. Wir veranstalten jedoch auch jeden Donnerstag Live-Satsangs über Zoom, die aufgezeichnet werden, sodass man sie später anhören kann, wie auch immer. Wir praktizieren auch Kalashwa. Bei der Ausbildung von Meistern geht es darum, jemanden zu einem Meister der 5 Elemente der Natur zu machen. Erde, Feuer, Himmel, Wasser, Luft, Namah Shivaya. Und zu diesem Zweck ist die Ausbildung in den Elementen sehr tiefgehend und sehr mystisch. Wir nutzen das Feuerelement bei jedem Vollmond und Neumond für Feuerhomas. Wisst ihr, Yagyas, wie die Chefs da hinten, die ihr wunderschönes Say Feuerhoma oder Agnihotra zelebrieren. Also führen wir sehr kraftvolle Feuerhomas durch, die live übertragen werden. Jeder weltweit ist willkommen. Wir haben ein großes Publikum und die Energie. Sie kann dich umhauen von diesen Feuerhomas. Also machen wir viel. Wissen wir, dass wir heilende Informationen verbreiten können. Das Wissen und die genaue Kenntnis. Genau das, was Jesus in Indien studiert hat. Genau. Wir haben das gleiche Quellenmaterial, die alten Palmblattbücher jener Rishis, und gehen es systematisch durch. Kalashwa würde es wissen, ich möchte die Jesus-Generationen auf diesem Planeten erschaffen, Generationen von Seelen, die die Wunderenergie genauso handhaben können, wie es Christus tat, buchstäblich all diese Werke zum Leben erwecken, die ich getan habe, werdet ihr tun und mehr. Kalashwa würde sagen, er hat es seinen Schülern erzählt, nicht wahr? Aber wann? 2000 Jahreszyklus. Jetzt mittendrin. Jetzt beginnt er. Haben Sie abschließende Worte für das Publikum? Ich denke,
Jeder sollte die göttliche Energie selbst spüren, direkt in unserem Leben. Darüber zu lesen ist eine Sache, zu meditieren ist eine Sache, die Dynamik Gottes in Bewegung zu schmecken, durch Wunder, Energie durch Heilung bewirken, durch Dienst am Nächsten auf diesem Niveau. Ein spürbares, direktes Erleben Gottes. Wir alle haben dieses Geburtsrecht. Und ich denke, mein Wunsch, meine Hoffnung ist, dass jeder, der wirklich interessiert ist, wenn du es direkt angehst, kannst du zwar außerhalb eines Schwimmbeckens sitzen und ein Buch über das Schwimmen lesen, aber wirst du dadurch schwimmen lernen? Springst du ins Wasser? Du kannst einen Zeh ins Wasser stecken, um eine Vorstellung zu bekommen, aber das reicht nicht aus, um schwimmen zu können. Mein Wunsch ist, dass immer mehr Menschen Interesse daran finden, wie man in diesen göttlichen Wellen schwimmt und wie wir es lernen können, um es dann anderen beizubringen. Das ist mein Wunsch für die Menschheit. Jeder sollte gesegnet und glücklich sein. Alex, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und für die Arbeit, die du in der Welt leistest. Ich schätze dich wirklich, wahrhaftig, zutiefst. Nochmals vielen Dank. Ebenso, Alex. Wie du mir, so ich dir. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.